Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Art von Eve-Aufnahme. Heute bin ich hier auf dem Testserver, dem sogenannten Singularity oder kurz CC-Server von Eve Online, und hier findet heute ein besonderes Event statt für insgesamt 400 Kapselpiloten oder maximal 400 Kapselpiloten. Wir sind hier gerade in der Vorphase und warten dort. Es geht im Prinzip um eine Art Hunger Games. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich ein bisschen organisatorisches Zeug machen. Das werde ich hier mit aufnehmen. Ich werde das komplette Event aufnehmen, damit man sich das dann hinterher angucken kann, wer es möchte. Ich bin überlegen, ob ich es vielleicht... Ja doch, ich werde es einfach komplett aufnehmen und dann ist gut. Geht darum, hier ist meine wunderhübsche Kapsel, dass wir halt in ein System teleportet werden oder gebridged werden, wie auch immer man es nennen möchte. Und dort halt mit Sachen, die wir finden, überleben müssen, so lange bis am Ende nur noch einer dort ist. Das Ganze wird eine Maximallaufzeit von ungefähr 4 Stunden haben. Das heißt, diese Aufnahme kann jetzt bis zu 4 Stunden dauern. Entweder also maximal 4 Stunden. Kann sein kürzer, wenn vorher schon ein Sieger feststeht oder ich aber vorher sterbe, was auch passieren kann. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, obwohl, natürlich gehe ich davon aus, dass ich gewinne. Natürlich. Ich meine, die anderen 399, was sollen die denn bitte können? Ja, genau. Nein. Also, wir werden sehen, wie lange ich hier überlebe. Man findet halt eben dann wohl irgendwie Sache. Es wird auch Events geben, die stattfinden. Sowas, wie uns gesagt wurde, was vorkommen könnte, ist so ein Transportkonvoi, den wir angreifen können, mit Sachen, die wir gefunden haben, um halt eben weitere Munition, andere Schiffe zu finden. Das wird uns gleich alles erklärt. Das heißt, ihr könnt die Regelsetzung alles mithören. Ich bin hier gleichzeitig auf dem Teamspeak-Server der Veranstalter von der Razer Corp. Oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig ausgesprochen. Repercussus, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ja. Die machen das Ganze. Hier ist auch der Ingame-Chat. Und dort wird uns das jetzt halt eben gleich alles erklärt. Offizielles Einslotten oder Einchecken ist um 19:30 Uhr. Jetzt ist 19:10 Uhr. Jetzt im Vorfeld sollten wir uns halt immer im Teamspeak einfinden, damit wir halt eben so die groben Regeln und was uns erwartet und dort anhören können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das jetzt noch dauert. Momentan haben sie wohl ein paar Teamspeak-Probleme. Das sind sie gerade am Fixen. Ich ziehe mir mal den Teamspeak-Server eben auf den anderen Bildschirm, dass ich das besser sehen kann. So, dann kann ich nämlich hier auf dem anderen Bildschirm mir das schön angucken. Ja, passt soweit alles. Ihr werdet alles auf dem Teamspeak-Server mithören können, was denn da ist. Und ja, mal sehen. Preise gibt es auch zu gewinnen. Ja, das mache ich jetzt mal eben auch auf. Dafür, Moment. Die Preise, die wir gewinnen können, sind für den Erstplatzierten insgesamt 24 Plex. Also eine Plex ist 1 Monat Spielzeit, die man einlösen kann oder aber verkaufen in-game. Wert von ungefähr 780 Millionen das Stück momentan. Und eine Barguest, das neue Mordus Angel Schlachtschiff. Ich kann das hier mal eben zeigen. Wir sind hier in einem Markt, der alles zeigen kann. Dann können wir hier kurz Ships, Battleships, Faction, Pirate, Barguest. Das ist das hübsche Teil. Dann haben wir einmal ein groß Preview. Das ist das Teil. Hier die Bratpfanne. Die Bratpfanne hat die Werte, dass sie 10% Bonus zu Warp Scrambler und Warp Disruptor Range gibt, was nicht schlecht ist. Gibt 5% Bonus zu Missile Damage. Dazu macht sie die Raketen 200% schneller. Oh, es geht los. Theomachy, the event, if you can hear my voice. Dann exen wir mal. Fantastic. All right. We can stop at the X's. Make sure you are in one of the participant fleets. You need to be in either participant fleet 1 or participant fleet 2. In about 5 minutes, we're going to go through the rules. At 19:30, we're going to do a check-in. At 19:45, you will be almost ready to bridge into the system. If don't even know, trust me, you don't even know where the system is. We're going to go through a few hoops to make sure that no one's cheating. So just bear with us. And you have about 5 minutes. If you got to go get a cig or something, go do it now. Empty your chamber pots. Okay, also wir werden gleich noch ein paar, ich hoffe, dass die meisten Leute damit klarkommen, dass das Ganze auf Englisch stattfindet, weil Eve ist nun mal ein internationales Spiel und das ist jetzt nicht deutschsprachig. Wir werden jetzt gleich so ein paar Prozeduren gehen, um auch zu sicher zu gehen, dass niemand
ja, betrügt. In dem Sinne, dass man Implantate in seinem Pod hat. Ich einmal kurz zeigen kann. Implantate habe ich hier momentan keine. Ja, ich bin auch gedockt. Sehr gut. Link that in Theomachy event. You need to be docked up there. Alles gut. Wir werden dann wahrscheinlich, also sollen gleich, so wurde uns das schon mal im Vorfeld erklärt, sollen wir halt eben unsere Aufwachstation. No bubbling, or we'll disqualify you. And if it's some douchebag, just pot him. Make sure you have your clone set to the station. Oh, we'll make sure your pods are clean, trust me. Ja, wenn wir nämlich gleich gepoddet werden. Dann müssen wir unsere Aufwachstation auf das Zielsystem ändern. Make sure you have some ISK. Mainly for clone. Ja, ein paar ISK habe ich. Ist ja auf dem Teamspeak-Server, auf dem Testserver auch nicht so schwer, das zu bekommen. Hier kostet alles nur 100 ISK, hat allerdings echte Versicherungswerte. Also beispielsweise kann ich einen Frachter für 100 ISK kaufen, den für, ich glaube, 300 Millionen versichern und bekomme danach 800 Millionen ausgezahlt. Macht also ungefähr 500 Millionen Gewinn für 100 ISK. So, das mache ich dann ein paar Mal und dann habe ich genug Geld für alles. Das ist also nicht schlimm. Hier rüber über das Medical-Menü muss ich dann halt eben gleich über Change Station das System irgendwo hin ändern. Was ist das denn? Turtlenecks. Razor Alliance, okay. Wo ist denn das? Internal, okay. Na, mal gucken, ob man es hier schon sieht, wo es denn hingehen soll. Without Medical? While you're waiting, linked in the chat is the streams we have. We have a streamer team that will be broadcasting the event. If you want to take a sneak peek of what we have in store for you, you're more than welcome to click on it. Oh, that's the wrong link, you're right. I apologize. Yeah, that's the one. Ich mache das mir mal auf dem zweiten Bildschirm auf. Noch zusätzlich. Mal gucken. Natürlich stelle ich dafür dann jetzt direkt noch den Sound aus, den wir jetzt noch haben. Sound ist aus, Sound ist aus, Sound ist aus. Das sind insgesamt 4 Streamer. Das sieht man allerdings nicht viel. Ach, Mist. Proving Grounds, okay. Also ich gucke mir jetzt hier gerade mal das an. Da sieht man jetzt echt nicht so viel im Stream. Ich mache trotzdem mal auf. Ich meine, es kann nicht schaden. Falls sich jetzt jemand wundert, ja, das ist mein momentanes Soundpack, was man hier hört. Ich kann es ja nochmal machen. Moment. Machen wir mal das hier auf. Ups. Hier, das kann man jetzt momentan hören. Ja, ich habe da so ein kleines Visual Style momentan drauf. Das gefällt mir ganz gut. Gut, warten wir hier auf weiteres. Wie es denn dann hier laufen wird. Ich sehe schon, wir sind jetzt bei 8 Minuten 44. Ja, das ist ja schon so einiges. Sollte aber soweit alles funktionieren. Ich habe auch diesmal extra dran gedacht, den Sound in Eve anzumachen, was man ja normalerweise nicht so anhat. Und ich werde schon so ein bisschen nervös. Also selbst wenn man nicht gewinnen sollte, also nicht Erster wird und nicht die Barges plus 24 Plex bekommt, hat man ja trotzdem noch Chancen auf die weiteren Preise, die auch nicht so schlecht sind. Der zweite bekommt eine Barges und 16 Plex. Der dritte eine Barges und 9 Plex. Der vierte Barges und 5 Plex. Das fünfte Barges und 2 Plex. 6. bis 10. bekommt einfach nur eine Barges. 11. bis 20. bekommt ein Plex. Der 21. bis 30. bekommt eine Ortrus. Die Ortrus ist praktisch das Cruiser-Äquivalent. Okay, oh. We're going to go through the rules a little bit here, kind of give you an expectation of what's going to happen. That process and questions can be asked for the next 15 minutes, at which point we will do a local scan and do kind of a check-in. And then we'll start moving you guys towards the, moving, quote-unquote, to the destination system. So, let me grab the rules page here. Essentially, guys, you guys are participating in an event that is similar, but isn't the Hunger Games. You'll be dropped into a system with nothing but your pod.
You will have to use your ingenuity, your own personal initiative, and all the resources on field to survive for the next 4 hours, or 5 hours if you count now. The winner will receive a shit ton of prizes. We have prizes. We have so many sponsors. Thank you, by the way, our sponsors. And we have a ton of prizes, which are visible on our website here. We have more, since more sponsorship came in later, but essentially there is going to be a bunch of hidden achievements that we're not going to tell you, that if you do something cool, we'll give you a prize. And we'll announce those prizes on Sunday. So again, the objective is to survive in our arena at the behest of the overseers and their chaotic, meticulous, and malicious. Basically, they're going to be out there creating chaos and stuff. So, and then you're going to have to survive against your comrades. You're more than welcome to form fleets with your comrades. We encourage you to use other voice comms and stuff. These comms here will be only for overseer broadcasts and overseer regulation. But yeah, that's basically it. So you need to survive. The top 40 dudes get some plex, or so, no, not some plex. They get at least a Garmer. Top 5 guys get at least a plex. No, top 20 guys get at least 1 plex. The top 10 dudes get at least a Barghast and multitudes of plex, etc., etc. So yeah, so the next 15 minutes, we're gonna sit here. We're gonna answer questions. I'm gonna go run through the rules real quick, very, very brief. At 19:30, we'll do the check-in. So here we go. Player interaction rules. All organizational instructions will be given through the Theomachy event channel and/or this TeamSpeak channel. You are allowed to chill in this channel. Throughout the entire event, we'll make voice broadcasts here, and we'll also put it in the Theomachy event channel. You must remain in these comms until the event starts. That's when you're inserted in system and the signal is given. You can drop afterwards, but you'll be losing out on broadcasts from the overseers, etc. If you are potted, you are eliminated from the game. Basically, you are not disqualified. Sorry, you are not out of the game until you are potted. You can lose your ships. You can warp out with your pod and get in another ship and keep going. Once you are potted, you are removed from the game. You may use modules, implants, boosters, ships found in the arena. We will take steps to ensure your pod is empty upon entry to the arena. The only deployed structures allowed are mobile tractor units. If you violate any of the above, we'll simply disqualify you and remove you from system. We have, if you scroll down in TeamSpeak, a 30-member overseer team, and the guys here up top as well, who are constantly enforcing, watching, and coordinating events for you, our participants. So if you screw up or violate a rule, we're going to find you. CCP is going to get rid of you. We're going to try to keep this fair. We have a team that's doing events, so there'll be random events. We have a team that's doing referees. We have a team that's streaming, etc., etc. I'll get to the slow boat grid later. Overseers, you cannot pot an overseer. We'll disqualify you. I'm going to post, sorry, I should probably link the rules here. So the only deployable structures you're allowed to destroy are mobile tractor units. All the rules are written in this link here. You cannot pot an overseer. Overseers are allowed to destroy your ships, but they won't pod you unless you violated a rule somewhere. Tengyuds are typically our streamers. Try to avoid them, but they should be cloaked. The Overseer Corp has been set to -10. You're more than welcome to, you can keep asking questions at the event. Our Overseers will answer them as I'm going through them vocally. With regards to arena and boundary regulations, the arena system will be inaccessible until 2000. You can't get in there until 2000, basically. You'll be put in there by us through a method that we have decided. Upon entry to the arena, you will continue to do as instructed until released. That means until we have given the signal, which will be very obvious. You are under our immediate direction. Once the signal has been given, you can do as you please. Gates are off limits. If you warp to a gate, you will be potted and killed by CCP. All celestials, all beacons, all moons, all asteroid belts, all anything that is a warpable object is allowed. Except you can go there. Except the Stargate, yeah, sorry. If you are in a safe, you will be removed. If you drop out of warp because you didn't have enough cap, you're okay so long as you immediately warp. If you remain in that spot for
literally 20 seconds or so, we will find you and you will be removed. Grids. If you go off grid, we will find you and remove you. That means if I'm at 0 on the beacon or celestial or the warping point at 0 and I can't see your ship, you're off grid. Scripted event rules. Scripted events will be organized by the overseers. They can range from a random patrol to a capital battle to this Dramiel's over here to escort that ship or kill the ship and get its loot. More than one event can be ongoing at the same time. We'll make them aware. You'll be aware of them in Theomachy event. We'll broadcast them maybe once, maybe twice, and at that point you either choose to be there or not. Events will have some rewards in the fashion. So, like for example, there's a Dramiel on field. You get the killing blow. You'll have an overseer logi ship follow you around for a while. That sort of thing. Or we'll invite you to a fleet and you'll get boost for a little bit. Those are the sort of kind of rewards you'll get. Or maybe there will be like a little escort team that comes and fights for you. Stuff like that. Sudden death. Sudden death will happen near the end of the event. If we have, in the past, when we've done this at corp level, the event can go on because there are a lot of really good skilled people. In the last hour or so, we'll start making places off limits. We'll start killing people that are in the off limits places. Basically, we will call the participant list until there is one person standing in sudden death, or we'll limit it to a certain arena or something like that. And we'll make that very clear. Disconnection rules: if you disconnect, reconnect within 5 minutes. Or don't reconnect within 5 minutes, we will know. We're doing local scans. All we're doing is pumping a bunch of local scans into our database. If your name doesn't pop up in the local scan, basically we disqualify you and remove you from system. At this moment in time, I'm going to open it up to questions. Try and be conservative. There were some questions in there. If it wasn't, something wasn't clear. Guys. Yeah. Potting will be allowed 5 minutes after the signal is given. We will let you know when that happens. If you accidentally go off grid, you will have a few moments to get back on grid before we detect you, basically. You can expand grids. We can't prevent grids from being expanded, so be smart about it. If you're really abusing it, we'll see it and come over there. So when I say abusing it, I mean like you've expanded your grid 1,000 clicks or something like that, and you're just hanging out there. And honestly, like, the overseers have the ability to disqualify and pod you if they think you're abusing it. So, and there's 244 of you. We're not at all gonna be hesitant in disqualifying you if we think you're abusing it, because we have all these other legit players that deserve these prizes. There will be no cloaks available in the arena, so you won't even have the chance to cloak yourself. We do not have a good overview, though I recommend you have corp ships on corp players on your overview. I'll have Sweating Fire go through that real quick here before 1930. So again, like, all the ships are on the field. So what'll happen is, like, you'll start out in frigates, and maybe an hour later we'll do a Titan drop, and there'll be a bunch of in various areas, and there'll be cruisers available. So you're only going to be able to fly the ships that we've provided for you in the system. The system doesn't even have a station, so you can't dock up. The beacons, if you've ever been on the test server, they're just on your overview. They're like the beacons in PVH right now. You undock and see all these beacons here. That's exactly the same thing, and each of them will be like a different themed area. We've had, with the help of CCP, we've been able to seed the system with various structures to theme each of the areas. You're more than welcome to eject out of the ship to save your pod. You're more than welcome to do that. Again, this is about survival and that stuff. Herald Sphinx, if someone completes a task and gets a reward with only the benefit of one person, that one person whoever fills the conditions will get that reward. So if for whatever reason that reward is for multiple people, we will make sure those multiple people get that reward. Does the Empire we selected when we signed up matter? No, the only reason we had those Empires there is so we could give out more prizes. So like if you had the most kills of the Gallant guy, or you were
the first guy out in the Gaunt team or something like that. It was literally so we could give out more prizes because we didn't have enough reasons to give out prizes. We're going to encourage you to check your implants and rip them out. And Sweating Fire, if you can go through overviews real quick before we get started, I'd appreciate that. Okay, Sweating Fire here. CCP recently changed the way you import your overviews, so if you guys want to undock, I can explain real quick how to import your overviews. When you're undocked, next on your overview tabs, the three little lines, go ahead and right-click that, and that will bring down a drop-down menu. Open Overview Settings, that'll bring up the window. In the overview settings, the top three lines in the upper left-hand corner is where you now import and export overview settings. Anyone else have any questions about that? Yeah, guys, as far as overviews go, you're going to want to make sure that you have people in your corp on overview, since you're all in the same corp, and I know that's not a normal overview setting. Make sure people in your corp are on your overview. The way you do that is if in your tab presets, there is you have your types and you have your stats. Go through and select which ones you want. You want to make sure that, you know, basically everyone is showing up on your overview. Okay, ich habe jetzt natürlich komplett vergessen, wie das Ganze nochmal geht. Das gucke ich nochmal. Overview Tabs. Hier. Tab Presets. Nee, das auch nicht. Ja? Moment, hier. Da, Import Overview Settings. The statuses for who shows in the overview, there's two boxes. You have not filtered out and filtered out. Click from either block to the either section to the other section to change it. So if you want to filter something out, you go to filtered out. If you want unfiltered, you go from filtered out to not filtered out. So, was ich auf jeden Fall nicht brauche, das sind die... Any filters, so that you can make sure you see everybody on field, because pretty much everybody that you see on field is going to be hostile. Ich lasse einfach hier ein allgemeines Overview, dem ich alle habe, weil das ist nämlich das, was ich brauche. Alle. If you guys do decide to form your own fleets, you may want to remove fleet from overview. But I would do that only if you do change to a new fleet. We will be actively hunting large groups, so heads up on that. We will not pod, we will just actively hunt. Railgun asks, or sorry, Max asks, are we allowed to work with planets, moons, or suns, or beacons only? Again, all Celestials are valid, except the gate. Celestials, will we all be in the same fleet? You should be in participant fleet 1 or 2. You will not drop fleet until we tell you to. Das brauche ich nicht. Ich möchte auch nicht aus, dass ich dahin warpe. You will not drop fleet until the signal is given for the start of the games. So, after that, you're free to do as you wish. Refitting, who knows something about refitting? I believe there's like mobile depots around that you can use. If you find a way to refit, that's valid. There might be ways for you to do it, but you gotta find them. Yeah, basically. Otherwise, you're gonna have to deal with that cruise missile Armageddon that you got into. Alright, so let's get this party started. Guys, you need to set your medical clone to the following system. Docking permission requested. Docking request accepted. Once we link it in a second here. So, jetzt docke ich natürlich hier mit tausenden anderen. Ich denke mal, jetzt kickt hier gleich wieder Tie-Dye rein. Ah, da kommt Tie-Dye. You guys all need to dock up in this station here and set your medical clone to 30 TAC-D. So, dann wollen wir das mal tun. Das ist das System. So that no one has implants. Failure to do so, or be potted at this stage results in disqualification. 30 D5G, das ist nämlich in Tena. Tena. Set your clone 30 TAC-D. So, jetzt werden wir nämlich da gleich rüber gepottet. Oh, ich bin echt schon so ein bisschen... Oh, ob das alles klappt, das wird echt... Boah. So als Lone Wolf, ich denke mal, hier sind schon einige Teams dann auch später unterwegs. Ich hoffe, soweit die Regeln wurden auch verstanden. Ja. Habe ich schon gemacht.
Ich prüfe noch einmal, nur um mal sicher zu gehen. Location 30 Tag D. Also Tag ist hier der Strich. Tag genannt Dash, wie auch immer. Wir werden da alle gedoomstate oder gepoddet, halt gesmartbombt. In your station control panel is a medical facility button. Click on it. Set your cloning system to 30 Tag D. Ich schaue nochmal meine Optionen. Hier gerade die Grafikeinstellung, ob ich alles anhab. Ja, sehr schön. Alles auf High. Kill your pod. There are no implants. And 30 Tag D is not a seated station. Therefore, you can't buy implants in this new station that you're going to. The only way to get to the arena is from that system. And if you come through any other means, please pod you. So the only way that we're going to allow you to enter that system is through podding yourself. Or dying and jump cloning there, basically, or whatever. Yeah, guys, it's very, very important that you set your clone to 30 Tag D. If you don't, you'll be left behind and not be able to join the event. So make sure you're doing it. If you have any questions on how to do it, ask in the Theomachy, the event channel, and I will run you through it. Ich bin ehrlich, ich hoffe, dass das System relativ groß ist, sodass man da auch lange Warps machen kann. Weil ich bin so ein Typ, wenn ich solche Events mache, dann trinke ich viel. I would prefer you don't self-destruct, but because it's more epic doing the way we want. Ja, also ich trinke viel und da werde ich wahrscheinlich so das ein oder andere Mal kurz auf Toilette rennen müssen. Ich hoffe echt, dass die Warp-Distanzen da ein bisschen länger sind. Once you've done that, undock with your pod only and warp to the W's put in fleet. Arcfeind Loki. Clone to 30 Tag D, warp to the W's in fleet. Okay. Und da kommt Tie-Dye. Also Tie-Dye oder Time Dilation. Für diejenigen, die es nicht kennen sollten, das ist die sogenannte Zeitdilatation. Also so eine Art Ausdehnung der Zeit. Das ganze System, das ganze Spiel läuft langsamer und ermöglicht es dadurch dem Server bei einem hohen Anfrageaufkommen zu reagieren. Da beispielsweise, wenn das Spiel jetzt nur in der Hälfte der Zeit läuft, wie wir es jetzt fast haben, bei 46%, ist etwas weniger als die Hälfte der Zeit, also ist ungefähr halb so schnell alles. Dadurch hat der Server die doppelte Zeit, die Anfragen zu beantworten. Und das sorgt dafür, dass zwar alles langsamer läuft, allerdings just make sure you move towards the battleship there. Warp drive active. So, allerdings sorgt dafür, dass alles zwar langsamer ist, aber es entsteht kein Lag oder deutlich weniger Lag. Und das ist der große Vorteil. Dadurch ist es fair. Oder fairer. Vorher war es mehr so ein Zufall, wer denn jetzt hier im Lag dann die Anfrage beantwortet. Das wird halt hier mal eine Anfrage beantwortet da. Da kann es durchaus sein, wenn man Pech hat, dass man so 20 Sekunden lang keine Anfrage bekommen hat und danach zweimal hintereinander direkt was, um das halt auszugleichen. Oh Gott. Das wird so ein Massenpodden. Das ist die andere Gruppe. Make sure you're collapsing on the battleships. And make sure you screenshot this shit. Oh ja, das werde ich jetzt tun. Ah, Mist, das kann ich so nicht zeigen. Na, ich mach trotzdem mal einen Screenshot. So, habe ich mal gemacht. Oh Gott, das wird jetzt so toll. Ja. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Oh. Regrouping. Oh, jetzt orbiten wir das also auf 500. Sehen aus wie so ein Haufen Drohnen. And take the death clone, people. Take the death clone.
Und jetzt gehen die Smartbombs los. Guys, once you're potted, you're gonna wake up in 30 tac D. You need to upgrade your clone again. Make sure you click that cloning facility. Okay, why is it switching? Upgrade your clone. Apparently my thing has got alt stuck. I can't turn on my smartphone. Working, hold on. There we go. Da, jetzt. Boom! Make the death run. Guys, Und ich habe Bounty bekommen. make sure you click on the clone bay in 30 tac. Upgrade your clone. So, das dauert jetzt einen Moment. So, das ist jetzt so ein Fall, wo der Server sehr stark belastet wird. Just wait for it. It'll be fine. Da jetzt halt eben ungefähr 200 Leute gleichzeitig gestorben sind. Das ist das Feststellen, dass die Leute halt eben gestorben sind, das Transferieren zur Aufwachstation, ja, das Übertragen des Charakters in das nächste System, das sind alles Anfragen. Be glad you probably witnessed the probably greatest death of pods ever. Okay, also ich sehe es gerade im Teamspeak, wo wir sind, dass die anderen genau das gleiche Problem haben, dass sie halt eben diesen weißen Bildschirm haben. Na, wir warten einfach mal noch einen Moment, dass das so funktioniert. Mal gucken, wie lange das denn so dauert. Das Problem ist auch, das Problem ist auch, das Ganze ist hier der Testserver. Der ist bei weitem nicht so leistungsstark wie der Hauptserver, weil es ja eigentlich nur für Testsachen ist. So, und das 200 Leute gleichzeitig gepoddet werden. Und das diese ganzen... Das passiert normalerweise nicht mal so sehr auf dem Live-Server als auf Tranquility. Und dann läuft das jetzt Ganze hier auf dem Testserver mit deutlich weniger Leistung. Das dauert jetzt einen Moment. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt kommt's weiter. Sehr schön. Da sieht man mich. Und jetzt werde ich gerade rüber transferiert. Dauert alles. Ich denke mal, dass hier oben gleich wieder der kleine runde Kreis auftaucht mit riesen Tie-Dye. Ja, Update needed. Danke. Activating Clone. Okay, guys. Mach hinne. Make sure you've upgraded your clones. Once you have upgraded your clones, Jetzt sind wir wieder da. undock the Ws. Da. Undock and warp to the Ws. 16%. In your pods. Do not get in your ibis, or you will be disqualified. You must be in pods. So, einmal Klon geupgradet. So, andocken. So, jetzt sieht man das hier halt eben. Time Dilation Faktor 17%. Das heißt, wir sind noch auf 17% der normalen Geschwindigkeit, um dem Server halt eben mehr Zeit zu geben, auf Anfragen zu antworten. Damit halt eben kein Lotto dabei entsteht, sondern alle gleichmäßig, möglichst gleichmäßig halt, alle Anfragen gleichmäßig beantwortet werden können. Das macht's fairer, weil alle die gleiche Scheiße haben. Anstatt dass beispielsweise beim Kampf eine Seite im Lag versinkt, während die andere Seite, weil sie gerade Glück hat, alles machen kann und alles normal läuft. Das ist sehr unfair. It won't be tie-dye the whole time. So. When we insert, guys, we're gonna wait for the tie-dye to settle down before anything happens. Ja, ich würde gerne in meinen eigenen Pod gehen. Guys, get into your ibis and then get out of your ibis. Yeah, guys, if you're not in your pod, you need to make the ibis your active ship, and then leave the ibis and then undock in your pod. I don't know why. Ich würde ja gerne. It's a bit silly, but that's how it is. So get in the ibis and then get out of it, and undock in your pod and warp to Ws. Ja, würde ich gerne. Ich möchte ja. Okay, guys. Another thing you need to do is set your POS password to Theomachy on undercase POS password. Jetzt. Ja, es dauert halt alles sehr lange unter Tie-Dye. Click on your capacitor
there's an option there called Enter Starbase Force Field Password. Type in Theomachy. Jetzt. So, und jetzt kann ich das Ganze wieder verlassen, damit ich in meinem Pod sitze. Can't undock, get into the IBIS, and get out of the IBIS. So, sorry, get into your noob ship, get out of the noob ship. This will take some tie-dye, yes, so. And that's why we're doing this early. And we will wait for the tie-dye to settle down before we actually give the signal. Wir warten. Ja, das sind alles diese unendlichen Anfragen. Die Time Dilation 10%, das ist übrigens der kleinste Wert, den man haben kann. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Zehntel der Zeit. Es dauert alles 10-mal so lange. Das gibt natürlich... Oh, ich höre jetzt schon so ein bisschen Soundprobleme. Wir warten. Also, hier sehen wir noch die schöne Reaper, in der ich eigentlich ja schon nicht mehr sitze. So, jetzt warten wir nochmal, bis was passiert. Das ist natürlich auch einer der Gründe, weshalb gerade ganz große Flottenkämpfe in EVE sich so ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, wenn er halt eben dann Tie-Dye oder Time Dilation reinschlägt, dann dauert alles 10-mal so lange. Und das ist schon a pain in the ass, sagen wir es mal freundlich. Was auch der Grund ist, weshalb das Video, was ich letztens mal... Was auch der Grund ist, weshalb ich das Video, was ich gemacht habe, von dem letzten Flottenkampf gemacht habe, so, ja, sagen wir mal, beschleunigt war. Um halt das Tie-Dye auszugleichen, damit das nicht ganz so lange dauert. Der Kampf hatte da, ich glaube, ich hatte ein Video gemacht von, lass mich nicht lügen, ungefähr 6 Minuten, 7 Minuten Länge. Und so, eigentlich hatte der Kampf gedauert, ja, fast eine halbe Stunde. So konnte man das halt das Ganze ein bisschen ausgleichen. So, und ich docke hier immer noch ab. Ah! So, Passwort setzen. Enter Force Passwort in... So. Und wir warpen jetzt zu dieser Person. Der ist in seinem falschen Schiff. Aber man sieht so richtig, dass hier so, alles sich so entlang zieht. Eieieiei. Aber es geht schon ein bisschen runter. Jetzt sind wir nur noch bei 28%. So langsam werden die ganzen Serveranfragen abgearbeitet. Die Schlange ist praktisch nicht mehr so groß, dass der Server sagt, okay, das Ganze geht jetzt ein bisschen schneller. Dann sind wir schon bei 35%. Man sieht auch, wie halt eben alles wieder schneller läuft, praktisch während des Flugs. Kann man das sehen. Dass ja alles wieder anfängt, schneller zu laufen. Schön hier im Warp mit ganz viel Pots. Ach, die sind da hinten. Und dann fallen wir aus dem Warp. Ja, da draußen sind all die Leute, die vergessen haben, ein Postpasswort zu setzen. Das ist natürlich gut. Wir setzen hier Keep at Range 1000. Keep a range on it at 1000 meters. They're moving around just a little bit. That'll make sure that you stay on top of it. You have to be within 2500 meters of the Titan to bridge. Yeah, if you're stuck in the station, get into your noob ship and get out of it.
So, Tyler ist in der Zwischenzeit auch komplett weg. Wir warten hier. Hier sehen wir übrigens so einen Titan. Die Leviathan ist das, der Kaldari-Titan. Nicht so ein schöner Titan, wie ich persönlich finde. Aber gut. Dann machen wir hier mal die ganzen Zeug weg, dass man sich das Ding hier mal ein bisschen genauer angucken kann. Vielleicht noch ein bisschen zoomen. Wupp. Das Kaldari-Logo. Das Teil. Ja, das ist eigentlich eine coole Perspektive. Mach ich mal einen Screenshot von. So. Axe up in the Theomachy, the event channel. If you've got a black screen or something still. Okay, just a couple of you. If you're still having issues, I want you guys to log out and log back in and rejoin fleet as quick as you can. It's only a few of you, so you guys are probably stuck. If you're still having issues like a black screen, you need to log out and log back in, and then rejoin your participant fleet. Do it quickly, please. So viele Leute. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier gleich losgeht. Auf ein fröhliches Gemetzel. Wahrscheinlich sterbe ich dann schon direkt in den ersten Minuten oder so. Na gut, die ersten 5 Minuten kann ich ja nicht sterben, weil da ist ja Podden verboten. Wurde ja vorhin gesagt. Das ist ja dann nochmal. Das ist für mich. Dass ich wenigstens 5 Minuten zeigen kann. Ah. Also, das wird echt spannend. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick auf meine Skills werfen, gerade ich gucken kann, was für Schiffe ich fliegen kann. Minmata-Fregatte habe ich, ja. Galente-Fregatte habe ich nur 4. Heißt, Galente-Fregatten sollte ich besser nicht nehmen. Obwohl, doch, kann ich ja jetzt benutzen. Galente-Fregatte. Die Kaldari-Fregatte habe ich auf 5 und die Amar-Fregatte habe ich nur 4. Das ist erstmal für mich wichtig, dass ich weiß, welche Schiffe ich nehmen kann. Also am besten nehme ich Kaldari oder Minmata-Schiffe. Das ist, glaube ich, das Beste. Ich denke mal, ich werde mich auf Kaldari. Ich werde Kaldari-Schiffe nehmen. Habe ich denn überhaupt die richtigen Raketenskills? Ich muss ja gucken, was ich hier alles für Skills habe, weil die sind nicht ganz exakt die gleichen wie bei mir auf dem Live-Server. Rockets beispielsweise, Light Missiles, das ist auch nur Meta-Zeugs. Das heißt, T2-Waffen kann ich sowieso nicht, aber ich kann zumindest alles benutzen so ein bisschen. Ja, vielleicht sollte ich mich dann doch besser auf Minmata konzentrieren. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich die ganzen Waffen-Skills entsprechend hoch habe. Okay. Im Cruiser-Bereich, das sollte ich mir auch schon mal angucken, dass ich da auch nichts falsch mache. Missiles gucke ich erstmal an. Im Cruiser-Bereich, Light Missiles habe ich ja, okay. Heavy Assault Missiles habe ich auf 5. Heavy Missiles habe ich auf 5. Heavy Assault Missiles habe ich auch die Specialization, das heißt, da könnte ich T2-Waffen benutzen, aber Schiffe, darum geht's ja. Minmata Cruiser habe ich natürlich auf 5, kann ich ja fliegen. Galente Cruiser weiß ich, habe ich auch auf 5. Kaldari Cruiser habe ich auch auf 5. Amar Cruiser habe ich auch auf 5. Okay, weil ab dem Cruiser ist es nicht mehr so schlimm. Alright, just a few more guys. Be able to keep our schedule here. Guys, make sure you're on the correct Titan. That means the purple Titan. If you're not on the purple Titan, you'll have an issue. Das Wichtigste ist, dass sobald wir durch sind, dass ich diese Flotte verlasse, sobald es möglich ist. Weil ansonsten könnten mich ja meine Flottenmitglieder anwarpen. Wobei ich könnte dann auch die Flottenmitglieder anwarpen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, aber das ist dann, gibt mich dann in so eine All-In-Position, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ich dann da lande, dann habe ich keine Ahnung, worein ich lande. Ich lande einfach bei denen. Find the Titan that's purple to you and keep a range 1000 meters on it. If you're in Fleet 1, you should be on Davy Webb. If you're in Fleet 2, you should be on Savio.
People and Places sollte ich mir auf jeden Fall einen Folder machen. Da mache ich mir einen extra Folder, nämlich It doesn't matter what fleet you're in, as long as you're in Altair's fleet or Troid's fleet. so. Participant Fleet 2 or Participant Fleet 1. Make sure you're on the Das hier mache ich mal möglichst klein hier irgendwo in die Ecke. So, warum ich das mache, erkläre ich auch gerne. Das hier kann ich ein bisschen kleiner machen, so dass es passt. Ist, damit ich hier schnell auf Add Location machen kann, um einen Safe Spot hinzuzufügen. Dann kann ich hier nämlich einmal Theomachy. So. Dadurch kann ich dann hier. Alright. 2000. We will be putting these Titan bridges up. Bla bla. At which So. point you will bridge in. Add Location. So, jetzt ist das auch gespeichert. At which point we are going to wait for the tie-dye to go away. You will be bubbled. And Remove we will be Location. forcibly Yes. using the regroup feature to keep you at 0 on our Sinos. If for whatever reason you drop fleet, you'll be disqualified. If for whatever reason you burn away and try and get one of these ships that are like 10 clicks away or whatever, you'll be disqualified. You're going to wait until the signal is given to start. And the signal cannot be mistaken. The signal will come in the form of a Titan Doomsday destroying a capital. At which point you will be released whatever you wish. When you are on grid, you will notice there are a whole bunch of frigates around you. The closer frigates are probably, the lower end. Further away are much stronger ships. You should also note that at every celestial or beacon or stuff, there is some sort of loot, some sort of ship. You don't have to sit here and burn for a ship. You can warp away and go find something else if you want to take that chance. Throughout the tournament, we will be slowly escalating things. We're going to start the first few hours in frigates. Then we're going to add cruisers in the mix at a certain point. We'll add battleships at a certain point. Maybe some other cool surprises at a certain point. Again, your goal is to survive. The overseers, the GMs of this tournament, everyone in this TM speak with a little icon next to them. We'll be doing things such as putting down the large groups. We'll be running events that have rewards. And basically creating chaos wherever we feel fit. This is part of the environment. As reviewed, violation of any of the rules, you're done. Okay. We will go over them really quick here. If you were potted, you were eliminated from the game. You may use modules, implants, boosters, ships found in the arena. We've already taken the steps to ensure you don't have any implants, so you can, right now you're on even footing with everyone around you, bar skills. Don't have a chance, there's no stations, you can't go buy things or pick ships, you have to use whatever you find. You get into a cruiser, an Armageddon with cruise missiles and you don't have missile skills, I suggest you deal with that. Overseers will not pod you unless you have violated a rule. That will be the head referee's call. Sweating fires. We will destroy your ships at a whim. Tengus are typically streamers, try not to engage them. You're more than welcome to engage overseer ships, but you probably lose. We won't come after you unless there's a specific reason. Upon entry to the, you have 4 hours to survive. If things are still going on, like there's like 50 of you left over in the last half hour, we'll invoke sudden death, at which point we will start closing off beacons and killing people that are in violation of restricted areas. The last thing you should know is that for the first 5 minutes of this tournament, after the signal is given, the first 5 minutes of this tournament, no podding. We want this first scuffle to be clean. If you are found on a pod kill mail within the first 5 minutes of this tournament, we will simply remove you. Dass möglich ist zumindest dieses Gemetzel am Anfang. Dieses Gemetzel am Anfang auszuschalten. Sowas wie, ich gehe in die erste Fregatte und fange an, wie wild die Pods zu killen, ne, die jetzt noch auf ihre weiter entfernten Fregatten zu burnen.
Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich werde wegwarpen. Ich werde nicht auf dem Grid stehen, sondern ich werde mir sofort irgendwas aussuchen und wegwarpen. Und das und ich werde das auf 10 Kilometer anwarpen. Yes. Bookmarks on grid, sure, but we don't want you to, but we can't stop you, unfortunately. Okay, genau deswegen habe ich das gemacht für On-Grid Bookmarks. That's how you're gonna win. After 5 minutes, you can start potting people, but please wait for the signal to be given. Again, if you're potted by someone who doesn't understand the rules in the first 5 minutes, then the CCP will simply get that name and CCP put them back. You accidentally warp through the gate at 100, yeah, you'll get killed. Just don't warp to the gate. Guys, once you've been potted after the 5-minute mark, you can't come back. We won't bridge you back. If you come back by gates, you'll be disqualified, and any prizes you may have gained previously will be nullified. Essentially, as soon as you're killed, the API will register the fact you were killed after a certain time, and that time is 2000. Once you've received a pod loss after 2000, you're done, unless we have put you back into the game. If we see you using bookmarks, we'll likely send some overseers after you. Okay, ich glaube, ich gehe nämlich jetzt nochmal für eine sogenannte Bio-Break schnell nochmal pinkeln. We're going to discourage on-grid bookmarks, though there's no way for us to prevent you from getting them, so if it's you using on-grid bookmarks, we will simply put your name on the kill list for the hunters, and they'll come and kill you. Hunters will kill you, they will not pod you. Hunters will kill you, they will not pod you. Until the very end. On the sudden death is declared, then at that point we will be podding. You can shoot back all you want. Okay. I mean, they're in T2, T3 ships. Good luck. Okay. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die entsprechenden Bookmarks machen, aber sie so wenig wie möglich nutzen. I would suggest if you fall off grid, just warp off to another celestial. Don't try to burn back onto your grid. But that's up to you. If we find you off grid for very long, you will be disqualified. Okay, guys, here we go. If you log off or whatever, we'll simply see you because we're doing local scans every 5 minutes. So if you're offline, you'll just be disqualified. You actually leave, but being disconnected and coming back within a few minutes, that's fine. That's whatever. We will. Okie dokie. This TeamSpeak channel will be active. We will announce events through it. We will also put in the chat. But otherwise, it's 2000. Everyone get ready. Roger. So langsam werde ich doch schon ein wenig nervös. Sieht man daran, dass ich jetzt anfange, hier wie blöd auf den Titan zu klicken. Ich werde auf dem Teamspeak-Server bleiben, um, sagen wir mal, die Sound, also die mündlichen Announcements für irgendwelche Events zu bekommen. Und springen wir durch. Los geht's! As soon as you jump through, do not move, do not do anything. We will be regrouping you guys. Do not get in any ships. If you get in a ship, we will disqualify you. Right-click the Titan, bridge through. That's all you're doing. Right-click the Titan, bridge through. We're trying to make sure. Do not drop fleet. Do not drop fleet. Do not drop fleet.
not drop fleet, do not do anything, just take the regroup, do not get in a ship. We're making sure everybody gets in here before anything happens. Do not drop fleet. Guys, to jump through the Titan, you right-click the Titan, click jump through, make sure you're within 2,500 meters of the purple Titan. Once you jump through, do not do anything. We will regroup. Ich nehme die Fallen Angels. This is to make sure that it's a fair starting ground for everybody. If we see you get into a ship, you will be disqualified. Was ist da? Fallen Angels, das werde ich auf 10 anwarpen. Roger. Affirmative. Für die, die es noch nie gesehen haben, die werden jetzt einen Doomsday sehen. Is the destruction of the Chimera. It will be doomsdayed by your on-grid Titan. Your signal is the destruction of the Chimera. Your signal is the destruction of the Chimera. At that point, you are free to do whatever. You can drop fleet. You can do whatever you want. At that point, you have 5 minutes to not kill any pods. Do not kill the Chimera pilot. Guys, do not move your pod. You need to regroup on us and stay put. Do not move your pod. Okay. Ich hoffe, die Bubbles gehen auch gleich down. Ich denke mal, das ist etwas, was auf der Chimera drauf ist. Und sobald die down ist, können wir nämlich warpen. Ich werde die Fallen Angels auf 10 anwarpen. Okay, you see that pod over there? See that pod over there, guys, that didn't regroup? He's dying right now. Da ist der erste disqualifiziert worden. Giuseppe irgendwer. This was. Für ihn. Der überlebt aber lang. Oder die Leute haben einfach schlechte Missile-Skills. Alright, first disqualification. Und los geht's. But the game's commenced. Hey, there it is, guys. Go for it. Go, 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 go. Have fun. Und los geht's. Okay. Your options are Whew. to warp off. Drop down. Your options are to go for a ship close to you, or go for something far. The close things are maybe a little worse than the far things, but that's the chance you take. Also, schauen wir mal. Overseers, go to your Fallen Angels. Let's do this. Was haben wir hier? Again, no potting for 5 minutes. No potting for 5 minutes. We will tell you. Oh, schnell, hier näher. when Omen, potting is Omen. allowed. Omen, Executor. Moa. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich nehme die Omen. Boardship. Zack, sitze ich drin. Guys, Und- it's recommended that you all drop fleets and join your own fleets Oh Gott. or whatever. Oh Gott. Da It is suggested laden wir that you doch guys drop fleet so that people alles hier can irgendwie warp rein. into you. You're more than welcome to form your own fleets, form your own alliances, do whatever it takes to survive. Da haben wir nichts. Die kann ich auch schon mal laden. Gut, es geht. Da habe ich keine Ladung für. Da muss ich jetzt hier schauen. Da ist noch eine Omen. Da fliegen wir jetzt hin. There is no podding allowed until 2010. You can kill people's ships, you cannot kill their pods. This is to make sure it's fair for everybody to get an easy start.
Los geht's. Ihr habt natürlich den unfairen Vorteil, dass ich hier schon schießen konnte. Das ist ein Warp Scrambler, okay. Dann gehen wir ein Stück weg. Dass wir halt eben besser treffen. Geil. I think you just stay in this pause or in this channel if you want to hear things. Yeah, guys, I would recommend that you stay in this channel. Orbit 5000. So we can let you know about events and stuff that will be happening over the course of the next 4 hours. Ein Cycle overheaten. 2 minutes until potting is allowed. Potting will be allowed at 2010. Oh, Scram ist drauf. Da kann ich einmal hier mir Cap geben. Oh, die NWD mache ich besser mal aus. Und, genau, Drop Fleet. Oh, der sollte es jetzt sehr schnell hinter sich haben. Oh, da kommt eine Garmur. Bam! Erster Kill. Sehr schön. Schnell hin. Ich muss nämlich looten. Muss schnell hin und zum Looten. In der Hoffnung. Hier, ich gebe mir noch mal ein bisschen Cap. Fuck. Jetzt komme ich natürlich nicht ran. Das ist das Ding hier im Weg. Fuck. Ich wollte nämlich die Munition haben. Mist. Wer ist das da? Ist das da eine Omen? Das ist eine Moa, okay. Da kommt irgendwas näher. Ich baue mal lieber weg. Okay. Ab jetzt bedeutet es, ist der tot. Okay. Bewegen wir uns mal ein bisschen weg. Ich gucke mir mal das Fitting genauer an. Republic Fleet Firetail. Und hier Current Router. Das ist natürlich alles nicht so Knülle. Alles nicht so Knülle. Da ist die... So, das ist Moa. Ah, okay. Ich leih mich mal zu Planet 1. Schau hier währenddessen mal nach. Wen haben wir denn hier? Haben ihn hier einmal. Mal gucken, wie er hier aussieht. Okay, er ist gewarpt. Warten wir mal hier in Richtung 20. Planet 1, Mond 2. Planet 2, Mond 2. Machen wir mal weg. So. Von wegen hier am Anfang geht es natürlich nur um Fregatten. Ja, ich hoffe, ich kriege das ja auch mit dem Reden hin. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal, dass ich First Kill war. Hoffe ich einfach mal. Wahrscheinlich haben die Fregatten sich irgendwie schneller gekillt. Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung, warum der Typ sich nicht gewehrt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Schnell weg. Warp drive active. Und, oh Gott, da werde ich schon beschossen. Von der Condor. Schnell weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Oh Gott. Nee. Das war mir jetzt zu viel. Du mittendrin. Ich könnte mal einen Kill-Mail gucken. Combat Log. Show Kills. Okay, Merlin. Oh ne Gott, eine Naga. Ach du Scheiße. Eine Naga. First events are starting. Da ist ein There is Kapsel. now a hidden overseer among you. Manage to kill him or her. We're not going to tell you who it is. Komm. You'll get a reward. Additionally, there's now Dramiel, an overseer Dramiel, Fuck! flying around. If you kill Dramiel, you also get a reward. Warp drive active. Wie weit ist der weg? 80. Kann ich hier besser mal auf 100 ran warpen, auf Beyond the Frontier. Warp drive. Und dann auf 100 ran warpen. Um die Naga zu killen. Das könnte wohl klappen. Oh Gott, hier könnte auch eine Bubble sein, dass ich da jetzt drin lande und einfach mal sterbe. Das werde ich jetzt sehen. Oh Again, Gott. there's now a hidden overseer amongst you. He or she is now pretending to be one of you and playing as one of you. But when she dies, you'll get a reward. You're the killer. Additionally, there is now a Dramiel floating around as an overseer. It has no weapons on it, but if you can catch and kill it, you get a reward. Eine Raven. Eine Drake. Da ist eine Korax. Fuck, der ist schon wieder weggeworbt. Wen haben wir dort? Da haben wir Omen. Da ist eine Curse. Mist. Eine Obelisk. Was? Da könnte irgendwas Cooles drin sein, eine Obelisk. Da ist eine Drake. Wir sind uns nicht ganz so sicher, was hier drin sein soll. Da, Armar Cruiser Rack. Ah, schnell hin. Das könnte funktionieren. Schnell hin. Oh fuck. Oh nein, da gehe ich lieber weg. Nee, da also in Pots, also in die Bubble rein, ist eher uncool. Das möchte ich gerne vermeiden. Da ist ein Giant Secure Container. Da fliege ich mal hin, mal gucken, was da drin ist. Ich gebe mir mal nochmal eine Cap Booster. Was ist denn das? Cap Booster 200. Das ist natürlich nicht so groß, aber ich gebe mir mal nochmal ein. Ich habe hier einen aus meiner Korb, der hier mitmacht. Den suche ich mal. Ist er noch da? Ja, dann öffnen wir mal eine Conversation. So, dann öffnen wir mal das Ding. Loot All. Besser als nichts. Loot All. Danke. Kann sein, dass man das ja gebrauchen könnte. Hybrid Ammo. Hier kommt jetzt plötzlich alles mögliche an Zeug rein. Ich flieg mal das Belt hier auf 100 an. Das ist mein Schiff, was ich momentan habe, die Rainbow. Was hatte der hier eigentlich gefittet? Warum hat er nicht angegriffen? Heavy Pulse Laser. Das ist ziemlich ähnlich gefittet gewesen. Mist. Ja, das ist ziemlich genau das gleiche gewesen. Huh. Oh, schauen wir mal, was haben wir jetzt hier? Mystery Can.
Fregattenwrack. Condor. Hybrid Weapons. Giant Secure Container. Oh Gott. Bisher ist hier alles soweit ganz gut. Okay. Warten wir mal den Planeten auf 20 an. Machen wir es besser mal so. So ein Neutboot, das wäre bitter. Oh, das wäre bitter. Okay, gehen wir mal weiter. Also das hier ist momentan wirklich, muss man sich die Kämpfe ganz vorsichtig aussuchen. Was haben wir hier? Ohne Bubble. Fuck. Da, oh, was kommt da an? Was kommt da an? Eine Kapsel. Pure Navy Slicer. Bellicose. Okay, der burnt weg. Dann hole ich mal meine Drohnen besser zurück. Da hole ich ganz schnell meine Drohnen zurück. Da haben wir ein Mobile Depot, an dem man sich umfitten könnte. Wenn ich denn da entsprechend was hätte. Was haben wir hier? Eine Kitsune, okay. Die ja entsprechend am Jammen ist. Da habe ich hier nichts mehr. Ich gehe hier mit dem entsprechenden mal in die entsprechende Gruppe, dass wir hier miteinander reden können. Um uns da eventuell ein bisschen abzusprechen. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Ein Executor? Ein Executioner? Okay, gehen wir hier nochmal ins Bell 2 auf 100. Drohnen sind wir zurück. Also es kann jetzt durchaus sein, dass hier die Leute vom Teamspeak, von meinem Teamspeak-Server ranzukommen, dass man sich unterhalten kann. Zu spät, ich bin tot. Echt? Schon gestorben? Sau mies. Oh Mann. Das ist schlecht. Ja, da kann ich auch nichts für, wenn du so schlecht bist. Ja, daran liegt's wahrscheinlich. Na, das ist natürlich, da hast du direkt die Arbitrator, die das Neuting-Boot genommen. Ja, das 3 Ogre, aber damit auf Interceptor zu schießen, ist natürlich auch so eine Sache. Ja, das ist richtig. Oh Gott. Oh Gott. Warp auf 0, Warp auf 0, Warp auf 0. Oh nee. Oh nee, hier ist irgendwas. Ham 2. Ich weiß nicht, was Ham 2 ist. Da warp ich mal hin. Naja. Ich bin hier gerade in einem Belt. Ich dachte, ich bin voll clever an Warp. Planet 3, Mond X auf 50. Und da lande ich mitten in der Bubble. Vielen Dank. Ich habe direkt die Fallen Angels angewarpt und habe da direkt eine Omen geschnappt. So, was haben wir hier hin? Achso, da sind Heavy Missiles drin. Okay, warp ich aber Planet 4 auf 100 an, schnell, weil hier sind Ratten. Die möchte ich mir ungern geben. Wobei Planeten haben immer die Bubbles. Oh oh. Da musst du auch sofort raus. Du darfst bloß nicht in den Bubbles landen. Ne, ich bin aber in der Bubble gelandet. Nee, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Sofort wieder aus den Bubbles raus. Ja, aber mit Pots ist das nicht so schnell. Also können wir nicht so schnell aus den Bubbles raus. Ja, ich meine, wenn ich schon hingeflogen bin. Achso, du bist mit dem Pot dahin geworbt. Ja, ich hatte doch das Schiff verloren. Ach so, das ist natürlich kacke. Das ist kacke. Naja. Wow! Riesen Angreif hier. Was? Schnell, raus. 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 Fuck. Ich hoffe, ich komme raus. Oh, fuck.
Oh, ich bin zu einem Planeten geworfen, da war einfach mal ein Riesenhaufen. Ich bin reingeworfen, wurde sofort von allen beschossen. Ich glaube, das ist eine riesige Gruppe da. Ja, die haben schon mehrere Gruppen zusammengeschlossen. Oh, das ist ja der Hammer. Scheiße. Ach du Scheiße. Lebst du noch? Ja, noch lebe ich. Grad so. Habe ich aber gerade geplatzt. Scheiße. Mhm. Also ist ein bisschen Pott. Ja, genau. Also ich würde mir keine Hoffnung machen, in nächster Zeit ein Schiff zu finden. Ich glaube, die sind alle weg oder zerschossen. Ich glaube auch, das Beste, was ich machen kann, ist mir Savespots machen. Ja, da wirst du ja gehuntet. Ja, nee, mit Savespot meine ich On-Grid Savespot. Da wärst du auch gehuntet, haben sie eben. Ja, weiß ich. Ich werde das so machen, ich werde das in Belt auf 100 anborben. Das sind nämlich keine Bubbles. In der Hoffnung, dass ich nicht direkt neben einem lande. Dann einfach da ein bisschen wegburnen und bleiben. Genau, bis irgendwas kommt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da kommt eine Merlin. Ah! Ah! Oh Gott. Hier ist nämlich noch eine andere Kapsel im Belt. Die macht genau das Gleiche. Da kommt eine Hyäne. Aha. Von Repercussus. Okay. Repercussus. So, und jetzt slowboate ich mal weg. Mit Maximum Impuls. Voller Impuls heißt das doch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ne Curses, ne Curses. Fuck, ich bin gepointet. Fuck, 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 fuck. Da war ich zu langsam. Fuck. Ging schnell. Ja, bin ich tot. Fuck, Willkommen im Umsatzkampf. fuck. Scheiße. Verdammte Kacke. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich hätte nicht mit dir ins Teamspeak kommen sollen. Da habe ich gerade nicht aufgepasst, wenn ich was erzählt habe. Mist. Was? Heißt das, du bist auch tot? Fuck. Verfickte Scheiße. Mich haben sie gerade auch gepottet. Also ich habe mich doch extra noch so schön da reingeschmuggelt in das Event. Ah. Ich war ja gar nicht im System, um mich von dem Battleship zerstören zu lassen. Ich habe mir auf Selbstdistrakt gedrückt und es ist dann tatsächlich dieselbe Sekunde rausgekommen. Ja, das war's dann auch schon. So ein Mist. So ein Mist. Ah, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ah, okay, wie lange, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich durchgehalten habe. Ungefähr 25 Minuten. Wahnsinn. Ja, schon mal Ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Mist. Ah. Ich auch. Aber wenigstens 3 Schiffe und einen Pot mitgenommen. Ja, ich habe nur 1 mitgenommen, kein Pot. Wir waren in der blöden Rainbow Omen. Ich hatte eine Kaste. Nee, ich hatte eine Rainbow Omen. Also das war echt so, boah. Mist. Ich habe also eine Merlin, eine Execution und eine Moa mitgenommen. Ich hatte eine Arbitrator. Ich Nee, habe Kästel niemanden mitgenommen. Ich habe aber einen voll geneutet, der mich gepointet hat. Und dann bin ich weggeflogen. Na gut. Kestrel, Light Rockets und Micro-Warp Drive. Schönes Schiff. Na gut, das war's dann jetzt. Mist. So kann das gehen. Ah. Ja, dann wäre ich besser wohl nicht ins Teamspeak gegangen mit den Leuten. Ach, egal, passiert. Gut, war auf jeden Fall lustig. Das muss ich auf jeden Fall gelassen haben. Wenn das nochmal kommt, mache ich mit. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege noch irgendeinen Zusatzpreis. Das schreibe ich dann noch mal rein, weil ich mit dem Cruiser halt so schnell jemanden getötet habe. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also, ich kann an dieser Stelle auch schon mal sagen, ich werde auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr Eve-Videos machen. Und falls ihr Lust bekommen habt, ja, könnt ihr mich ruhig mal anschreiben und wir sorgen dafür, dass ihr auch in Eve einen guten Start findet. Und bis dahin, fly safe.